208 und ich möchte etwas über 3D-Scannen erzählen. Wie Jasmin schon angeschnitten hatte, wir lassen Bauteile scannen von externen Dienstleistern. Unsere Arbeit ist dann, dass wir diese Daten aufbereiten und im Anschluss geht es jetzt in die additive Fertigung, also bei Drucker, hauptsächlich Industriemaschinen, also weniger FDM-Drucker. Einfach nur, weil es schneller geht und weil die Toleranzen teilweise kleiner sind. Gehen wir mal davon aus, dass wir ein kaputtes Bauteil haben, zum Beispiel ein Zahnrad. Dann gibt es eigentlich zwei Varianten, wie man dieses Teil nachfertigen kann, um es dann im Anschluss auszudrucken. Das eine wäre, dass man Mesh übernimmt und das Teil vermisst und dann in den Computer geht und im CAD-Programm das Teil nachbaut. Und den Weg, den wir meistens gehen, ist, dass wir jetzt in diesem Fall das Zahnrad nehmen und zu einem unserer Dienstleister schicken, die das mit einem 3D-Scanner einscannen und die dann die Daten nehmen, sie aufbereiten, auch ins CAD rekonstruieren und dann entweder drucken oder fräsen lassen. Ja. Genau, und jetzt will ich einfach mal die verschiedenen Scan-Techniken durch, die es gibt, die man benutzen kann. Die einfachste, die eigentlich jeder auch zu Hause benutzen kann, ist mit einer herkömmlichen Kamera, zum Beispiel einer DSLR-Kamera. Wenn man zum Beispiel ein Auto hat, kann man aus verschiedenen Perspektiven Fotos machen, das Ganze dann in ein Programm laden und dann werden diese 2D-Fotos zusammengerechnet zu einem 3D-Modell. Je nachdem, wie gut man sich angestellt hat bei den Aufnahmen, also bei den Fotografieren, wird dieses 3D-Modell auch richtig gut. Also man kann da wirklich hochauflösende Modelle erstellen, wenn man die Erfahrung hat und weiß, wie es geht. Aber am Ende des Tages ist es einfach nur eine DSLR-Einspielung. Dann das nächste Verfahren, Structured Light. Es gibt da zwei verschiedene, das ist jetzt auch noch, glaube ich, im Consumer-Bereich. Bei mir kosten ungefähr 3.000 €. Da wäre den Datenscanner und den Einscan. Jeweils immer ein Scanner und einen rotierenden Tisch, wo man das Teil draufstellt. Und dann wird ein Streifenlichtmuster drauf projiziert und das Modell rotiert und daraus wird das 3D-Modell errechnet. Auch für den Industriebereich eigentlich nicht so geeignet, weil einfach die Genauigkeit nicht gut genug ist. Genau, das ist dann die nächste Variante, das ist der Hersteller Artec. Da sind wir im Preissegment 15.000 bis 30.000 €. Und selbst da haben wir noch Abweichungen von 0,1 mm. Ich zeige im nächsten Slide, glaube ich, ein Zahnrad, das damit gescannt wurde. Und da kann man mal sehen, wo die Fehler liegen und was dann auch in der Rekonstruktion Probleme macht. Das war jetzt ein Teil, das wir, glaube ich, vor 2 Wochen scannen lassen. Und wenn man noch eins weitergeht, das ist der Scan, der mit dem Artec Spider, also mit diesem Gerät für 30.000 gescannt wurde. Und man sieht halt trotzdem hier in diesen Szenen sieht man diese Artefakte. Und auch hier im Innenbereich in der Bohrung sieht man, dass da Löcher sind. Und es ist halt, vor allem bei Zahnrädern nicht optimal, weil wenn das dann vor allem in einer Baugruppe auch wieder funktionieren soll, ist halt 0,1 plus minus ist halt auch eine große Abweichung und kann zu Problemen führen. Nächste, das ist die Firma Creaform, Handyscan und der chinesische Ableger davon. Da sind wir so im Preis mit 40.000 €. Das ist, benutzt man eher für größere Teile. Macht bei Zahnrädern eher weniger, also bei kleineren Teilen weniger Sinn, aber wenn man große Sachen digitalisieren will, wie Autos oder so, dann ist das so die Geräte. Das ist eigentlich einfach das cool aussieht, mein Lieblingsscanner. Ist eigentlich dasselbe wie der Scanner von jedem, bloß er ist auch in so einem, ich weiß nicht, das ist so ein kleines Ding. Die Scan-Genauigkeit wird einfach noch erhöht, weil man halt den Scanner hier hat, der halt ein Lasermuster auf das Teil drauf projiziert. Und dann hat man auch noch im Raum eine Kamera, die diese Punkte halt aufnimmt und dadurch wird das Scannergebnis noch verbessert. Auch für eher großflächige Scans geeignet. Aber immer noch nicht das, was wir benutzen.
Jetzt sind wir im Price Range ungefähr 70.000 € und da erreichen wir jetzt Genauigkeiten von 0,03 mm. Und da kommen wir dann noch in den Bereich, wo vor allem bei industriellen Teilen, wo es Sinn macht, mit solchen Maschinen das einzuscannen. Der nächste nochmal, genau, oder dieses Gerät sieht auch ziemlich cool aus. Auch so Streifenlichtprojektion und auch Genauigkeit 0,03 mm. Ja, ungefähr 70.000 für das Ding. Und dann noch der heilige Gral zum Abschluss. Der neueste, ja, das ist scheiße. Das ist ein CT-Scanner, ein industrieller CT-Scanner. Also kann man sich vorstellen, wie im Krankenhaus, dass da halt ein Bauteil reinkommt, zum Beispiel ein Motor, und dann halt mit ordentlich Röntgenstrahlung draufgeknallt, und dann bekommt man Genauigkeiten, die sogar noch unter 0,03 mm sind. Und für das Reverse Engineering, was wir machen, ist das sozusagen der Wert. Ich habe immer die Preise noch dazu gesagt, einfach nur um auch so ein bisschen Verständnis zu geben, warum ein Scan momentan noch ziemlich teuer ist. Und vor allem bei komplizierten Teilen muss man sich halt nur überlegen, schafft man das mit einem Messschieber? Also kann man das, reicht das, dass man das vermisst und dann halt den Computer nachbaut? Oder braucht man halt einen Scan? Und wenn man einen Scan braucht, dann ja, ist man halt gleich mit ca. 200 € für den Scan mit dabei, weil die Geräte teuer sind und auch genau, und die Software und der Diener muss ja auch noch bezahlt werden. Ja, deswegen mein Fazit eigentlich, vielleicht noch ein Slide weiter. Bei einem guten 3D-Scan braucht es nicht nur eine gute Maschine, sondern auch einen guten Bediener. Und im Abschluss sollte man sich sehr genau überlegen, ob man sich so eine Maschine kauft, weil für die Preise, die ich halt genannt habe, kann man halt eine ganze Menge scannen bei externen Dienstleistern. Wir als Firma machen genau dasselbe. Wir kaufen die Scan-Dienstleistung immer bei Messdienstleistern ein, einfach weil selbst wir nicht so viel scannen, dass es sich rentieren würde, sich für 70.000 Maschinen zu stellen. Ja. Genau, weil ihr habt ja auch für Ersatzteile, wenn es um Ersatzteile geht, habt ihr ja noch so einen speziellen Service quasi. Ja, also wir können das alles anbieten, dass wir halt, wenn ein kaputtes Teil da ist, können wir es einscannen lassen, wir machen die Datenbearbeitung und im Anschluss auch den Druck und bieten das unseren Kunden auch als Gesamtpaket an. Du musst halt gucken, ab welchem, ja, wo das Sinn macht. Also bei einfachen Teilen würde ich auch jedes Mal einfach mit dem Messschieber reingehen und das Ding konstruieren. Da würde ich nicht über den Scan gehen. Du musst halt, nur wenn man komplexe Formen hat, kann man einfach, man braucht es einen Scan, dann kann man das anders realisieren. Und was hältst du von diesen einfachen Mitteln? Also es gibt ja auch diese Möglichkeit in der Kinect, diese Konsole quasi zu scannen oder eben so Handy-Apps, so Aufsätze fürs Handy. Also für Menschen auf jeden Fall. Wenn man Menschen einscannen möchte, ist das super. Aber für Bauteile ist es eigentlich nicht, weil ich hatte vorhin das Ding gezeigt, wo bei den Zahnrad diese Artefakte waren. Und das ist halt schon ein ziemlich guter Scanner. Und wenn man halt einfach nur mit dem Handy das macht, ja, also ich will es nicht schlecht sehen, aber wir haben es einfach ausprobiert und wir haben keine guten Ergebnisse hinbekommen. Und genau, also das ist schon ein ziemlich guter Scan und selbst hier hat man halt diese Fehler drin. Und man muss dann halt bei der digitalen Nachbearbeitung muss man das alles irgendwie versuchen auszugleichen. Und dann entstehen halt bei der digitalen Nachbearbeitung sehr viele Kosten. Also man muss dann überlegen, zahlt man halt am Anfang mehr für einen richtigen Scan, hat dann weniger Kosten bei der Nachbearbeitung, oder man nimmt halt einen ziemlich günstigen Scan und sitzt dann nochmal 4 oder 5 Stunden dran an dem Teil. Das ist schwierig. Und bekommt am Ende nicht so ein genaues Ergebnis.